Hallo ihr Lieben. Ihr fragt euch manchmal, was für Glaubenssätze es gibt, ob irgendeiner auf euch zutrifft, aber irgendwie sind die nicht greifbar für euch. Ich habe euch einige Beispiele, was für Glaubenssätze es gibt, was viele Menschen für Glaubenssätze in sich tragen und ihr könnt überprüfen, ob ein Glaubenssatz auch zu euch passt. Bleibt dran! Falls ihr noch nicht das Video über Glaubenssätze gesehen habt, klickt's an. Darin erkläre ich euch noch ein bisschen genauer, was Glaubenssätze sind, wo sie herkommen, wie man sie erkennen kann. Hier habe ich aber einige Beispiele für euch, was es ein bisschen greifbarer macht, was Glaubenssätze sind, wie die aussehen können und warum die vielleicht in dem einen oder anderen verankert sind. Glaubenssätze sind so ein bisschen Triggerpunkte an unseren, wie wir sagen würden, Schwachpunkten. Das heißt, wenn wir irgendwelche Schwierigkeit haben, wenn wir in unserem Alltag ab und zu mal anecken, wenn wir Situationen ganz schlecht verkraften können, wenn wir überreagieren, liegt es ganz oft daran, dass wir einen Glaubenssatz haben, den wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen, der aber von irgendwoher kommt. Das heißt, in unserer Kindheit wurde was geprägt, ist was entstanden in uns, den uns dieser Glaubenssatz quasi immer wieder vorhält. Das heißt, wir werden getriggert durch eine Aussage, durch eine Aktion von jemandem, wir sehen was und wir sind ja super sensibel, wir können alles an den Augen, uns reicht so ein und schon wissen wir alles, okay, alles geredet, ich weiß Bescheid. Das heißt, wir sind ziemlich gut drin, schnell mal alles über einen Kamm zu scheren und uns sicher zu sein, so und so ist es. Weil wir getriggert werden in unseren Glaubenssätzen und dann gehen wir mit Scheuklappen, zack, da durch. Das heißt, zum Beispiel gibt es diesen Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, weil man vielleicht früher keine eigenen Entscheidungen treffen durfte, weil man nicht gefragt wurde, weil man nicht das Gefühl hatte, dass es wichtig ist, was man zu sagen hat. Und irgendwann mal denken wir, okay, nicht wichtig, was ich denke oder meine Bedürfnisse. Und natürlich reagieren wir vielleicht allergisch, wenn zum wiederholten Mal jemand über unsere Meinung hinweggeht und was anderes entscheidet. Oder wir reagieren nicht über, sondern wir verkriechen uns in Selbstmitleid und denken, toll, immer machen nur die anderen, was sie wollen und ich kann nie. Nie mache ich irgendwas, was mir gefällt. Natürlich auch, weil wir es so gelernt haben oder weil es einfach so praktiziert wurde und wir erstmal lernen müssen, wie wir das anders machen können. Weiterer Glaubenssatz zum Beispiel, ich muss mich anpassen, ich muss so sein, wie mich andere haben wollen, um geliebt zu werden. Man war gut in der Schule, man hat sich ganz gut eingebracht, man hat sich angepasst, man war gar nicht so auffällig und es war auch gut so, weil man so einfach am besten weggekommen ist. Vielleicht gab es Geschwister, die andere Aufmerksamkeit gebraucht haben. Vielleicht gab es Kranke in der Familie, wo da die Aufmerksamkeit gebraucht haben. Man hatte gar nicht so seinen Platz, um aufzufallen. Das heißt, wir haben gelernt, dass wenn wir nicht auffallen, wenn wir uns anpassen, dass dann alles okay ist. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Das heißt, fragt euch mal, wie war das früher? Was gab es für Situationen, wo ihr gemerkt habt, okay, da hatte ich halt gar keine große Wahl oder da war es am besten, wenn ich so mit dem Fluss mit bin. Das heißt, wann werdet ihr in eurem Alltag getriggert? Wann wird euch aufgezeigt? Achtung, bitte verhalte dich hier angepasst, dann hast du keine Probleme und wir kommen gut mit dir klar. Und wann habt ihr das angenommen? Weil es gut zu euch passt, weil euch das bekannt vorkommt. Ein weiterer Glaubenssatz, ich werde nicht gehört oder ich werde nicht gesehen. Das heißt, auch wieder Wünsche, Bedürfnisse, vielleicht hatte man früher nicht großes Mitspracherecht, vielleicht waren Kinder generell nicht jemand, die am Tisch viel gequatscht haben. In früheren Generationen war es ja auch oft so, dass man als Kinder einfach nicht viel zu sagen hatte und auch nicht viel am Geschehen verbal beteiligt war, hat sich zurückgehalten und wurde eben auch nicht gesehen. Das heißt, wie erkenne ich denn, was ich für Glaubenssätze habe? Genau deshalb habe ich euch das Video verlinkt. Da findet ihr noch ein bisschen mehr raus, wie ihr Glaubenssätze erkennen könnt, wie ihr überprüfen könnt, ob ihr die habt und wie euch die Erkenntnis alleine
schon hilft, daran zu arbeiten und weiterzukommen, was eure Triggerpunkte im normalen Alltag angehen. Bis bald, ich freue mich auf euch.